Hi liebe Leute, herzlich willkommen zur leider letzten Ausgabe der Wüstentümmler Challenge. Ich werde hier ein kleines Interview mit dem Sven führen über seinen persönlichen Rückblick und das seht ihr nach dem Intro. Ja Sven, klasse, dass du hier bist. Wir wollten einfach zusammen nochmal über offene Fragen sprechen, ein paar Fragen, die uns interessieren. Ja. Und ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt damit. Sehr gerne. Wunderbar. Die ganze Wüstentümmler-Geschichte ist ja jetzt vorbei leider und du hast uns wieder mit auf die Reise genommen. Ja. Das waren großartige Bilder, bekommt man richtig Fernweh. Du selbst hast die ganzen Videos im Prinzip in aufwendiger Kleinarbeit selber nochmal zusammengeschnitten, vertont und animiert. Wie war es für dich, noch einmal Afrikaans zu hören, die Tiere nochmal zu erleben und die tollen Menschen noch vor Augen zu haben? Ja, es war natürlich immer eine Reise zurück zu der Reise als solches. Ne? Also im Kopf habe ich alles nochmal so wieder erlebt und die tollen Momente haben mir nochmal was gegeben. Also damals auf der Reise hast du sehr, sehr stark von den Eindrücken gezehrt und irgendwie hatte das jetzt, also in dem Moment, wo ich mir die Sachen wieder angeguckt habe und mich mit den Videomaterialien und den Bildern wieder beschäftigt hat mich das wieder sehr gefesselt und hat mir wieder sehr, sehr viel Motivation und einfach ein gutes Gefühl gegeben, weil es eine unvergessliche Reise war. Glaube ich, ja. Das kann ich auch gut verstehen. Du sprachst gerade davon, dass es wahnsinnig schön war. Ne? Ja. War es denn auch wahnsinnig schön, als die ganze Unternehmung noch in Planung war? Also als wir auf dich zukamen und sagen, hier, wir haben da was für dich. Also hatte ich das Glück, dass ich diese Reise machen durfte und kurz darauf durfte ich dann noch Sabine kennenlernen von Afrika Scout. Super aufgedrehte Person kam dann bei uns ins Büro, sehr laut, ähnlich wie unsere Kollegin Susi, aber irgendwie nochmal ein bisschen anders, auf eine andere Art und Weise und ja, wir haben uns direkt gut verstanden und dann hat sie uns eine große Landkarte mitgebracht, auf der sie uns die Route quasi eingezeichnet hat. Geil. Und ja, dann siehst du das erste Mal auf einem Blatt Papier, wo es dann lang geht. Du kannst dir grundsätzlich noch gar nichts darunter vorstellen. Mhm. Du kannst dir so über den Daumen ausmalen, wie viele Kilometer fährst du über die Tour gesehen. Aber sonst hast du relativ wenig Vorstellungskraft, was da wirklich auf dich zukommt. Natürlich guckt man vorher im Internet und gibt mal Namibia bei Google ein, guckt sich Bilder an. Da bekommst du natürlich direkt mal Deadflay angezeigt und einige Tiere angezeigt, aber so diese viele Dinge, die das Land ausmachen, für mich jetzt persönlich, die ich für mich da wahrgenommen habe und auch die für mich persönlich die Reise als einzigartige Reise gemacht haben, die sieht man natürlich nicht auf Bildern. Die kann man nicht googeln, ne? Genau, die kann man nicht googeln. Und ja, so hatte ich überhaupt keine wirkliche Idee, was da auf uns zukommt. Und ja, ich war wirklich sehr überrascht, als ich ankam. Sehr schön, ja, sowas kann man sich ja fast nicht mal erträumen, dass der Chef in die Ecke kommt und einen auf eine Reise schickt, einfach gesagt. Es war ja aber auch nicht nur Urlaub für dich. Was hast du in den 12 Tagen außer Film und Motorradfahren, was wir jetzt wissen, noch gemacht? Ja, also man muss natürlich ganz klar sagen, für 90% der Leute, für mich wäre es genauso. Wenn ich diese Reise sehen würde, würde ich auch sagen, boah, so wie der Arbeit würde ich gerne Urlaub machen. Ne? Also natürlich hat man die Möglichkeit, sehr, sehr viele Eindrücke zu sammeln und wie ich eben schon gesagt habe, sehr, sehr viele Momente kann man erleben und sich daraus natürlich auch die Sachen ziehen, die man für sich benötigt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das war eine Reise, die wir für die Firma gemacht haben. Dementsprechend war da nicht dieser Urlaubscharakter. Wir haben am Tag, hatte ich am Motorrad 3 GoPros montiert, die dauerhaft gelaufen sind, plus die Kamera, die ich bedient habe bei besonderen Momenten.
Das heißt, abends, wenn wir in die Lodges kamen, erstmal alles Material von den Kameras auf den Computer ziehen, sichten, direkt die ersten Sachen löschen. Und dann haben Sascha und ich die Bilder sortiert, die er am Tag gemacht hat. Und dann ging es weiter, dass ich einen Blog schreiben musste. Also es hatte zur Folge, oder was heißt musste, aber das hat halt zur Reise dazugehört. Das hatte zur Folge, dass nach dem Essen haben wir gemeinschaftlich noch ein Bier getrunken meistens. Dann sind die anderen ins Bett gegangen und ich habe mich an den Blog gesetzt. Ja. Klar, ein oder andere Mal sind der ein oder andere auch noch dabei geblieben und haben mit drüber geguckt. Gavin zum Beispiel hat mir teilweise mal mit den englischen Übersetzungen ein bisschen geholfen. Ja. Aber grundsätzlich hieß das für mich, die anderen sind um 10 Uhr schlafen gegangen und ich habe bis um 12 oder bis um 1 Uhr nachts noch Blog geschrieben. Bin dann schlafen gegangen bis morgens 6 Uhr oder sowas, duschen, wenn ich nicht abends noch duschen war. Und Frühstück aufs Motorrad und dasselbe wieder von vorne. Das heißt, also nach ein paar Tagen war man da schon ziemlich ausgelaugt, weil wenig Schlaf und es ist jetzt auch nicht so, dass die Fahrerei auf diesen Gravel Roads entspannt ist. Also es ist halt, es macht tierisch Spaß, aber es ist halt auch sehr, sehr anstrengend. Ne? Ja. Ne, gut, ja, wie du gesagt hast, hast du also mit dem Laptop hingesetzt und den Blog verfasst. Wie war denn das mit der Internetverbindung in Namibia? Das könnte ich mir schwierig vorstellen, von den Bildern, die ich gesehen habe. Irgendwo in der Wüste, in einer einsamen Lodge und dann so einen Laptop gesetzt. Wie sah das mit Internet aus? Internet ist so eine Sache. Wenn man Internet hat, ist es sehr schlecht. Okay. Also in den Lodges hat man durchaus Internet. Sehr, sehr dürftig, also relativ langsam und auch unregelmäßig. Also das heißt, es bricht halt auch oftmals ab. Und für einen Blog muss man sagen, es war im Prinzip ja nur ein Textdokument. Das Problem bei dem Textdokument war, dass ich auch noch Bilder mit hochgeschoben habe. Und somit hat sich teilweise dieser Upload vom Blog, an dem einen Morgen haben wir, glaube ich, 4 Stunden oder so gebraucht, bis ich den Blog uploaden konnte. Einfach nur, weil die Internetverbindung ständig abgebrochen ist oder so langsam war. Also es war relativ schwierig. Ja. In Orten zum Beispiel wie Windhoek konnte ich mich auch mit dem Handy einloggen, also da war eine relativ gute Infrastruktur in Sachen Internet vorhanden. Allerdings im restlichen Teil eher weniger. Ja, glaube ich, aber ja, schön, dass es trotzdem noch so gut geklappt hat am Ende mit den Blog-Einträgen. Ein Laptop ist ja jetzt im Prinzip kein Muss auf einer Namibia-Reise. Kannst du uns denn sagen, was ein Muss ist, oder besser gesagt, was sollte man auf keinen Fall vergessen? Hast du ja 1, 2 Tipps, die du selber, vielleicht hast du auch selber was vergessen. Wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, definitiv eine Art Camelback. Also ich hatte jetzt von uns den Sportrucksack dabei mit der Trinkblase drin, Gold wert. Den machst du dir morgens voll, hast bis mittags was zu trinken und machst ihn mittags wieder voll und hast bis abends was zu trinken. Oder vielleicht zwischendurch machst du nochmal eine Kurzpause, bevor du mal kannst. Also das ist ein definitives Muss. Ohne diese Trinkblase hast du auf der Reise keinen Spaß. Selbst wenn du eine kleine Wasserflasche im Tankrucksack oder so hast, ist das, da musst du halt für anhalten, Helm runter trinken. Macht wenig Sinn, aber die Trinkblase steckst dir gerade den Schnorchel unten drunter durchtrinkst und das hat wunderbar funktioniert. Ne? Dann definitiv ein Tankrucksack. Ein Tankrucksack, da kannst du halt mal gerade deine Sachen drin verstauen, ne, dass du die nicht in der Arschtasche oder in der Beintasche hast, sondern einfach da rein und gut ist. Und was auch ein Muss war in meinen Augen, das war das Gute beim BMW-Motorrädern, wir hatten so einen Adapter dabei für die Bordsteckdose, um USB-Kabel einzustecken und damit konnten wir dann Handy laden, GPS-Gerät laden. Für den Fall der Fälle, dass mal was passiert, hatten wir so die Möglichkeit, dass wir geladene Dinge dabei hatten, um auch, wenn dann Empfang da war, einen Notruf zu senden. Ja. Beziehungsweise ich hatte von PAJ ein GPS-System dabei, da hätte ich auf SOS drücken können, da wäre irgendwie so ein SOS-Signal versendet worden. Viel wert, ja. Echt praktisch. Einen anderen Insider-Tipp möchte ich dir noch entlocken. Wo war es denn für dich am schönsten zu fahren, die Fahrerei selber? Also es geht im Prinzip zack, 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 wie sich die Landschaften ändern in Namibia. Ne? Also du fährst beispielsweise am ersten Tag in Windhoek los, fährst über Gravel Roads und kommst dann an den Rand der Kalahari-Wüste. Und am nächsten Tag fährst du durch die Kalahari-Wüste und da ändert sich das erste Mal krass, auf eine krasse Art und Weise. Dann kommst du aus der Kalahari-Wüste raus und kommst in eine Art Gebirge mit vielen Felsen, mit Bergen.
und von da aus kommst du dann am Fish River Canyon. Und vom Fish River Canyon fährst du dann weiter und fährst zum Orange River. Und am Orange River hast du dann eine grüne Oase entlang von Bergen. Und also das war so der erste Tag, wo ich dachte, boah, ist dieses Land schön. Und das war für mich mit der schönste Abschnitt, was das Fahren anging und die Landschaft anging. Also entlang des Orange River. Also nach dem Fish River Canyon, entlang des Orange River, der die natürliche Grenze zu Südafrika bildet. Einfach traumhaft schön, diese Region. Ja, genau, das wollte ich mal fragen. Das war irgendwie die Grenzregion, ne? Orange River. Orange River ist die natürliche Grenze zu Südafrika. Kann man sich den mal merken. Ja, genau. Ja, gut zu wissen. Das waren echt beeindruckende Bilder vom Orange River, muss man sagen. Ja, gegen Ende des Interviews möchte ich noch ein paar Fragen stellen, dass du vielleicht mal einen Ausblick gibst, ein Statement setzt oder einfach eine Meinung teilst. Was hast du persönlich von der Reise mitgenommen? Was hat dich selber sehr berührt? Also das ging relativ schnell. Am ersten Tag hatte ich direkt 2 Aktionen. Die erste Aktion war, als ein Oryx direkt neben mir auf der Straße gelaufen ist. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Also das war ein echt surrealer Moment. Ne? Und also das war schon spektakulär und echt schöner Moment. Und kurz danach, am Anfang oder an der Kalahari-Wüste, der Ort Uhlenhorst. Ja, das sind halt einfach ein paar Baracken, die da stehen, ein paar Hütten, wo sonst nichts ist. Da ist nur ein Wasserhahn in der Mitte vom Ort und diese ganzen Kinder, die da rumgerannt sind, die haben nichts, wohnen mitten im Nirgendwo und sind alle freudestrahlend, haben Spaß am Leben. Du siehst diese Lebensfreude in deren Gesichtern. Die sind nur am Lachen und saugen alles auf wie ein Schwamm. Die kamen an zu uns und dachten im ersten Moment so, oh, was sind das denn für verrückte Leute, ne? auf den Dingern da, auf unseren Motorrädern. Und also das war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, weil man einfach diese Freude in deren Gesichtern gesehen hat. Das habe ich im weiteren Verlauf der Reise nicht einmal mehr erlebt, diese Lebensfreude wie an dem Ort. Das hat man auf dem Video, fand ich, auch gut sehen können. Ja. Einmal die Freude bei den Kinderaugen, aber auch bei dir selber, als du da mit den Kindern da saßt und gewunken hast mit denen. Und ja, das hat man dir gut angesehen. Also das war wirklich ein wunderschöner Moment, muss man ganz ehrlich sagen. Den werde ich auch, glaube ich, also bin ich mir sehr sicher, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ja. Weil es war wirklich ein echter Moment. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, boah, der ist jetzt gekünstelt oder so. Ne? Ja. Ich hatte mich da irgendwie auf den Boden gesetzt und die ganzen Kinder waren hinter mir und so kam das dann irgendwie und dann hatte einer eine Kamera in der Hand. Das war aber jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ey Kinder, kommt mal her und so. Das war einfach, ich habe da auf dem Boden gesessen und die kamen so um mich rum. Ja. Geil. War ganz nett, ja. Ja, da komme ich auch zur letzten Frage schon. Ja. Da kann ich mir die Antwort fast schon denken. Das ist eine offene Frage im Prinzip. Ja. Würdest du die Reise nochmal antreten? Wenn ja, warum? Wenn nicht, auch gern warum? Ja, also da haben wir auch viel auf der Reise selber drüber diskutiert und drüber gesprochen, auch mit Sabine. Und wir haben das aus Werbezwecken natürlich getan. Ne? Wenn ich jetzt das Ganze als Urlaub machen würde, würde ich vielleicht die Reise um 2-3 Tage verlängern, um einfach ein bisschen entspannter von A nach B zu kommen. Es zehrt halt doch an Kräften, wenn du am Tag 10 Stunden fast auf dem Motorrad sitzt. Ne? Und da wäre so ein Tag Pause zwischendrin nochmal ganz nett gewesen. Und dementsprechend würde ich, wenn ich die Reise als Urlaubsreise mache, und Sabine bietet die auch so an, auch 2-3 Tage verlängern. Ja. Einfach um zu sagen, okay, ich ziehe auch den Urlaubscharakter aus der Reise. Klar, kann ich verstehen. Ja. Ja, aber sonst, als solches, von der Route her, von den Motorrädern her, von der Gruppe her, würde ich die Reise genauso wieder. Es war nämlich, wie sagt man so schön, hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Habe ich mir fast schon gedacht, dass die Antwort kam. Dann bedanke ich mich, ich denke mal im Namen vieler bei dir, für die private Zeit, die du dafür geopfert hast, für dein Engagement, für dein Herzblut, was da reingeflossen ist. Und einfach großes Dankeschön für die Bilder, dass du uns mitgenommen hast. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, auf der wunderlich-fernseh-Seite gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr natürlich gerne eure Fragen stellen und ich werde darauf antworten. Die Nachrichten erreichen mich alle und wie gesagt, wenn Fragen da sind, fragt sehr gerne und ich freue mich über jegliche Nachrichten von euch. Macht's gut. Tschüss.